Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Walle on Tour. Meine große Nordeuropa-Tour 2019 ist hiermit offiziell beendet. Und in den letzten 6 Monaten habe ich sehr viele Erfahrungen gesammelt zu ganz unterschiedlichen Themen rund um mein Motorrad und ums Motorradreisen. Und in dieser mehrteiligen Serie möchte ich euch ganz unterschiedliche Themen vorstellen. Willkommen zur Folge Nummer 1, die sich mit dem vielleicht wichtigsten Thema beschäftigt, nämlich dem Gepäck, der Verpackung und der Ordnung. Bei so viel Technik, Kleidung, Equipment auf so einer langen Reise, bei so einem schweren Motorrad. Und ich werde heute zusammen mit euch in dieser Folge mal einmal mein komplettes Gepäck analysieren. Wo habe ich was? Warum verpacke ich es dorthin? Und wie sieht das eigentlich aus, wenn so ein Motorradreisender 6 Monate auf dem Motorrad unterwegs ist? Das Gepäck ist grundsätzlich überall am Fahrzeug und am Fahrer verstaut. Der größte Anteil sitzt platztechnisch einfach hier hinten. Trotzdem sind an vielen kleinen Stellen im Vorderbau Taschen- und Gepäcklösungen montiert. Das größte Gewicht hat das Motorrad aufgrund der 30 Liter Kraftstoff hier und des schweren Motors trotzdem immer noch im Bereich der Vorderachse. Ich habe hier an den Windabweisern der Adventure 2 kleine Taschen, original vom BMW Motorrad, in denen ich auf der einen Seite meine Sonnenbrillen verstaut habe. Hier zum Beispiel, da sind 2 Stück in einem Fach drin. Und auf der anderen Seite habe ich beispielsweise Kaugummis und einen kleinen grünen Lackstift verstaut. Laut Angabe des Herstellers sind diese Zusatztaschen wasserdicht. Was ich aber immer wieder beobachtet habe, ist, dass Schwitzwasser trotzdem sich durchkondensiert und ich somit keine empfindliche Elektronik hier reintun würde. Bei einer Plastikbrille und ein paar Kaugummis hat mich das aber nie gestört. Hier vorne an den oberen Sturzbügeln habe ich eine universelle SW Motec 8 Liter große Tasche. Die kann man natürlich auch woanders und an anderen Motorradtypen anbringen. Die ist wasserdicht, einfach aufgrund des Materials und des Verschlusses. Denn man dreht diese Tasche genauso wie auch einen großen Seesack hinten auf dem Soziaplatz. Den zeige ich euch noch. Und wasserdicht sind sie auch. Sie sind nicht unterwasserdicht. Tauchen sollte man also nicht unbedingt damit. Auf der linken Seite meines Motorrads, und ich mache die Tasche jetzt einfach mal auf, um euch den Inhalt zu zeigen, habe ich ein Erste-Hilfe-Set. Das habe ich damals von den Johannitern bekommen. Die haben mir diese Tasche gegeben, die ich sogar bei Bedarf auch noch um den Oberschenkel oder um andere Gegenstände festmachen könnte. Und darin ist ein komplettes Erste-Hilfe-Notset, inklusive Verbandsmaterial und sogar einem Tourniquet, falls der Notfall wirklich ein absoluter Notfall ist. Ich habe das Ganze in einem Kurs bei den Johannitern in Bad Oeynhausen gelernt und dazu folgt auch noch ein Video, was ich euch dann in der Videobeschreibung und jetzt hier oben verlinken werde, sobald es online ist. Wir haben hier 2 Verletzte, da machen wir jetzt einen Druckverband drauf. Oh ja, das hört sich gut an. Den Nachteil solcher Taschen seht ihr hier bei mir ganz deutlich, denn zum Beispiel durch hohes Tempo oder durch Bodenkontakt, zum Beispiel beim Stürzen im Gelände, da reibt sie doch sehr stark am Lack des Kotflügels oder hier an den Sturzbügeln. Auf der gegenüberliegenden Seite habe ich übrigens mein Bordwerkzeug in der Tasche drin. Ihr seht, ich habe also in den vorderen Taschen nur Dinge drin, die ich nicht unbedingt jeden Tag benötige. Was ich hingegen jeden Tag von meinem Motorrad entferne und am nächsten Morgen wieder drauf mache, ist mein kleiner Tankrucksack, mein sogenanntes Beauty Case. Ich muss hier vorne nur einmal an der Schrippe ziehen, dann ist das ganze Teil wieder lose. Das ist hier über so einen Schnellverschluss befestigt und funktioniert perfekt. Warum habe ich mich für den kleinsten verfügbaren SW Motec Tankrucksack entschieden? Das ist ganz einfach. Ich möchte gerne mit meinem Lenkeinschlag den maximalen Lenkwinkel nutzen können. Das heißt, voll einschlagen in beide Richtungen. Und das geht eben nur mit dem kleinsten Tankrucksack. Und damit kann ich den kompletten Lenkeinschlag und diesen wahnsinns kleinen Wendekreis nutzen. Entweder hier auf festem Boden oder auch im Gelände, wenn es drauf ankommt. Was ist jetzt in diesem Beauty Case so tagtäglich verstaut?
Wenn ich das aufmache, habe ich hier oben drin in einem kleinen Fach ein Regenhäubchen, weil das Teil ist zwar sehr stark wasserabweisend, es ist aber nicht wasserdicht, und noch ein Familienfoto sowie ein Profiltiefenmesser. Ganz oben habe ich meine Visitenkarten. Das Wichtigste kommt danach, nämlich Futter für unterwegs. Ich kaufe mir gerne mal an den Tankstellen Proteinriegel oder nehme mal eine Banane beim Frühstück mit und die drücke ich einfach hier oben mit rein. Daneben befindet sich mein DJI Osmo Pocket, ein 3-Achsen-Gimbal. Das Teil ist super cool, wenn man einfach mal beim Fahren hier schnell rangreift, den Osmo in die Hand nimmt und so ein bisschen um sich herum filmt. I'll wait to see your golden smile, feel of 1,000 kisses. Oh, please stay. Diese Aufnahmen verwende ich dann für meine YouTube-Produktion. Für meine Instagram-Stories verwende ich mein Smartphone. Darunter befinden sich 2 Akku-Packs mit jeweils 20.000 mAh Leistung. Und damit kann ich auch stromunabhängig meine Batterien wieder aufladen von der ganzen Technik, die ich so mitführe. Platz haben auch nochmal 2 weitere GoPro 7, die ich verwende. Übrigens, die GoPro 7 hat einfach die beste Bildstabilisierung. Dazu gehe ich aber nochmal in dem Video Technik im Bereich Foto und Video ein. Diese Kameras habe ich da drin, damit ich sie an andere Punkte am Motorrad schnell befestigen kann oder wenn ich mal schnell eine Backup-Kamera brauche, der Akku leer ist von der Helmkamera und einfach mal schnell getauscht werden muss. Ein kleiner Lippenbalsam hat auch noch Platz. Ihr seht, es passt eine ganze Menge in mein kleines Beauty-Case, aber auch aus dem Grund, weil ich es auf die maximale Größe nach oben ausgefahren habe. Man kann es auch verkleinern, wenn man mal nicht so viel Zeug mitnehmen will. Kommen wir jetzt zum Herzstück des Reisegepäcks auf meiner großen Tour. Das meiste Gepäck geht in meine Aluminiumkoffer und das Topcase. Hinzu kommen nochmal 2 Aufsatztaschen, die wasserdicht sind, sowie eine Gepäckrolle mit 30 Litern Inhalts, auch wasserdicht. Diese Gepäckrolle kann man mit mehreren Punkten fixieren. Da ich faul, nein, ich würde es effizient nennen bin, habe ich das nur an einer Stelle befestigt. Ich habe zwar 2 vorbereitet, aber ganz ehrlich, es hat die 30.000 Kilometer perfekt gehalten, wenn man nur mit einem Verschluss ganz schnell diese Tasche eben mal morgens fest und abends wieder losmachen möchte. Man hat ja nicht so viel Zeit und meistens abends auch nicht mehr ganz so viel Kraft. Ich greife dann einfach hier hinten rein, löse das Ganze und kann dann die Tasche einfach abnehmen. Der Vorteil an dieser Tasche ist, sie ist nicht zu groß und sie passt wegen der größeren Höhe auch zwischen die Aufsatztaschen. Was hier genau drin ist, das möchte ich euch jetzt zeigen. Das Material außen ist natürlich wasserdicht. Hier vorne seht ihr ein kleines Sichtfenster. Da habe ich meine Visitenkarte reingetan. Falls dann doch irgendwas mit dieser Tasche mal passieren sollte und sich jemand erbarmt, sie mir zurückzugeben, findet er dort meine Rufnummer, E-Mail-Adresse und wo man mich so in den sozialen Medien findet. Ganz oben ist etwas, was ich fast täglich rein und raus tue. Das ist auch der Grund, warum es oben liegt, denn der restliche Inhalt in dieser Tasche wird nicht so oft von mir benötigt. Aber hier sind meine Schuhe drin. Es handelt sich dabei um einen wasserdichten Gore-Tex-Schuh der Marke Climb, aber zu all den Kleidungsgegenständen und Equipment auf meiner Tour komme ich in einem weiteren Teil dieses Videos. Einen relativ großen Teil nimmt hier die Thermarest Isomatte ein. Das ist übrigens die Isomatte genauso wie auch mein Marmot-Schlafsack und das Marmot-Zelt hier hinten drauf, welches ich alles zur GS Trophy in der Mongolei geschenkt bekommen habe. Hat sich auch für die paar Mal, die ich im Zelt übernachtet habe, als sehr gutes Equipment erwiesen. Die genauen Bezeichnungen findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. In dieser kleinen Tasche befindet sich ein Reisehandtuch. Super kleines Packmaß, großes Handtuch, wenn man es ausfaltet und super schnell trocken. Also genau das Richtige für eine Campingtour. Natürlich darf die Reinigung des Motorrads nicht zu kurz kommen und somit habe ich hier Tücher, Handschuhe und Reinigungsmittel mit dabei. Für die, ich glaube, insgesamt 5 Mal, die ich das Motorrad in den letzten 6 Monaten gereinigt habe. Ich habe hier noch ein paar Abreißvisiere dabei, falls ich die mal auf die Brille drauf tun möchte. Habe ich bisher nicht verwendet. Noch ein bisschen Zubehör für mein Videofilmstativ. Ein Gorilla-Pod, mit dem ich ein kleines Mini-Stativ sozusagen darstellen kann, was aber auch an einem Baum einfach festgemacht werden kann.
Habe ich auf der gesamten Reise ganz selten verwendet. Würde ich auch vielleicht drüber nachdenken, es demnächst nicht mehr mitzunehmen. Einfach aus Platzgründen, weil schwer ist es nicht. Hier habe ich eine kleine Leuchte, eine Campinglampe, die man einmal so betreiben kann als einzelne Leuchte oder auch auseinander in so eine faltbare Optik. Das ist natürlich ganz cool, kann man auch aufhängen. Hier gibt es nochmal so einen Haken. Und sollte die Batterie mal leer sein, die kann man per USB laden, dann kann man ganz einfach manuell diese Lampe wieder aufladen. Es werde Licht. Da fühle ich mich gleich wie Igor, der Abenteurer. Wie schon in meinem Island-Video Teil 1 gesehen, befindet sich hier drin ein super schicker Kompass von der Julia als Geburtstagsgeschenk, als es nach Island ging. Ein blaues Schutzglas für meine Motocross-Brille. Habe ich zum Glück bisher nicht gebraucht, weil die ersten Gläser super gehalten haben. Hier habe ich noch ein Reifenreparatur-Kit drin mit Kartuschen, Gaskartuschen zum Aufpumpen der Räder und dem Propfen mit Vulkanisierungsmittel. Flipflops. Ein aufblasbares Kopfkissen von der Firma Marmot, ein Reifenkompressor in Miniaturgröße und einem Stromadapter, sodass ich direkt mit 2 Klemmen an meine Batterie gehen kann, dass ich da nicht großartig rumbauen muss, sondern nur die 2 Schrauben hier auf dem Verkleidungsteil für den seitlichen Zugangspunkt für die Batterie. Das ist natürlich jetzt hier die Deluxe-Variante mit einem kleinen Mini-Kompressor. Direkt an der Batterie angeschlossen. Man kann das auch mit Gasampullen machen, die habe ich auch, aber die brauchen wir vielleicht irgendwo mal, wo wir keinen Strom haben. Und dann habe ich noch meinen geliebten GS Trophy Mongolei Rucksack dabei, für den Fall, dass ich einfach mal irgendwo ein paar Tage Sightseeing mache oder wandern gehe und einfach einen Rucksack dabei haben muss. Den lege ich übrigens immer ganz nach unten in die Tasche, damit ich einfach auch da einen schönen festen Boden habe. Ich persönlich finde die Tasche super praktisch. Es gibt sie auch größer und kleiner, auch noch in seiner gelben Signalfarbe, wenn man eher die Neonfarben bevorzugt, um gesehen zu werden. Aber es ist einfach praktisch, weil so viel reinpasst. Das Zelt ist hier hinten übrigens nur mit 2 schmalen, einfachen Spanngurten gesichert. Das hält bombenfest, auch bei Tempo 180 und schneller, und schützt das Topcase im schlimmsten Fall auch vor Beschädigung, falls man irgendwie vergessen hat, das Topcase richtig festzumachen. Da ist mir jetzt gerade mein Koffer bei der Fahrt runtergefallen, weil der überhaupt nicht fest war. Ich fahre seit über 100 Kilometern mit dem Koffer durch die Gegend und alle Koffer sind nicht fest. Ich habe es gestern einfach vergessen beim Saubermachen und das Zeug festzumachen. Fahre ich über 100 Kilometer mit einem losen Topcase und habe hier jetzt gerade gewendet, ein bisschen Gas gegeben und dann rutscht er natürlich hinten runter. Nichts abbekommen bis hier unten so ein bisschen. Na, ich bin mal gespannt. Im Topcase selbst befindet sich 95% meiner Kleidung unter relativ großer Spannung und mit einem System. Denn es kann ja mal sein, dass der Sommer irgendwann vorbei ist oder es anfängt zu regnen. Also mein zweites Paar Handschuhe immer ganz oben drauf. Danach wird es ja auf einmal dann doch ziemlich kalt. Also ist mein warmer Pulli auch immer oben drauf. Entweder in der Innentasche oder eben wie jetzt, weil ich ein bisschen effizient gearbeitet habe, obendrauf. Da drin befindet sich eine Innentasche. Und in dieser Innentasche sind unterschiedliche Gepäckgegenstände, also Kleidungsgegenstände, nach System geordnet. Es gibt ein blaues Täschchen, da drin sind Hosen, eine schwarze Jeans, eine Jogginghose und eine schwarze Trekkinghose. Ach so, eine Badehose ist auch noch drin. In dem nächstgrößeren befinden sich Walle on Tour T-Shirts, ein Pulli und noch ein Climb Jersey. Und im letzten befinden sich Unterhosen, Socken, lange Unterwäschen und auf all die Gegenstände, die ich an Kleidung dabei habe, gehe ich ja noch mal in einem separaten Video ein.
Damit ist das Innentäschchen hier leer und super praktisch, um abends einfach nur, wenn man irgendwo in einer Unterkunft oder am Zeltplatz ankommt, seine Kleidung griffbereit dabei zu haben. Denn mehr als das brauche ich nicht. Und ich sage euch ganz ehrlich, die Hälfte davon hätte es eigentlich auch getan. Vieles davon habe ich gar nicht angezogen. Ja, man glaubt das immer nicht, aber es ist so, wie es ist. Hier oben drin habe ich noch ein kleines Gepäcknetz. In diesem Gepäcknetz ist noch einmal so ein Puster, um den Sensor von meiner Kamera gegen Schmutz zu reinigen. Dann habe ich hier noch Platz für ein Ersatzschloss für die Koffer, sollte da mal irgendwas schief gehen. Und es wäre immer noch Platz für ein paar Reinigungstücher oder irgendetwas anderes Kleines, um es hier oben in diesem Netz fest unterzubringen. Kommen wir jetzt zu den Seitenkoffern. Ihr seht hier oben ja das wasserdichte Aufsatztäschchen drauf. Ich kann auch gleichzeitig dieses hier öffnen und lasse die Tasche einfach da, wo sie ist. Die Tasche ist einfach nur festgemacht mit so 4 Riemen. Das ist natürlich gegen Diebstahl nicht geschützt. Ich habe zwar hier so ein kleines Vorhängeschlösschen dran, das schützt aber nicht wirklich, falls jetzt hier jemand mit einem Messer ankommen würde und wird sich das Ding einfach runterreißen. Da ich in Nordeuropa, in den skandinavischen Ländern unterwegs war, muss ich euch ganz ehrlich sagen, da hat noch nicht mal irgendjemand irgendetwas an dem Motorrad berührt oder sich geschweige denn draufgesetzt. Teilweise hatte ich ja sogar das Navi, das iPhone und den Satellitenmessenger einfach dran gelassen und war eine Stunde weg. Und es hat überhaupt keinen interessiert. Also demnach habe ich das Thema Sicherheit jetzt nicht so wahnsinnig groß auf die Agenda mit aufgenommen. Ich habe hier seitlich in der Tasche so eine Mappe drin. Da sind Valle on Tour Flyer, wichtige Informationen, internationaler Führerschein, Reisepass und so weiter drin. Ein paar Sticker und Sachen einfach so zum Verschenken. Und daneben befindet sich natürlich auch wieder eine Gepäcktasche. Und diese Gepäcktasche, die habe ich jeden Tag rausgenommen aus dem Koffer, wenn ich irgendwo eingecheckt habe oder mich ins Zelt gelegt habe. Und den Inhalt brauche ich davon auch Tag für Tag. Ich zeige euch den Inhalt einmal kurz und gehe auf den kompletten Inhalt dann im Detail in einem weiteren Technikvideo ein. Hier drin habe ich eine kleine Tasche. In dieser Tasche sind sämtliche Lade- und Verbindungskabel drin, sowie Zusatzpropeller für meine Drohne und kleine Steckeradapter. Hier drin sind spezielle Kopfhörer, Bluetooth, also kabellos zum Videoschneiden, Musik hören oder einfach mal abends gemütlich eine Serie gucken. Ganz wichtig, meine Kulturtasche brauche ich auch jeden Tag zum Zähneputzen, Duschen und einfach Körperpflege. Ganz wichtig ist ein Dreifachstecker, Mehrfachstecker und ich habe hier gleich 3 USB-Stromadapter. Ich weiß, dass es da mittlerweile auch bessere Systeme gibt, aber ich habe mich da die letzten Jahre immer so drauf verlassen können und deswegen habe ich immer einen Dreifachstecker mit 3 USB-Ladern dabei. Um mehrere Drohnenakkus auf einmal zu laden, habe ich hier so ein Dual-Ladegerät dabei und ganz wichtig ist dann wiederum dieser etwas verstärkte Koffer für meinen Laptop, die externen Festplatten und die Stromversorgung sowie ein paar Adapter. Es kommt also schon mal eine ganze Menge zusammen, wie man sieht. In dem Deckel habe ich nochmal eine Innentasche. Da habe ich zum Beispiel einen Karabinerhaken drin, um etwas einfach nur aufzuhängen. Ein Brotschneidemesser, ein Spannungswandler von einem PKW-Zigarettenanzünder zu 2 Schokosteckdosen oder einfach die 2 nötigen Schraubenzieher, die ich brauche, um die Kugelflex-Kamerahalterung bei mir schnell zu lösen und wieder festzuschrauben. Alles immer relativ schnell, griffbereit und mit einem kleinen System dahinter. Und jetzt schauen wir mal in diese Aufsatztaschen, denn die verwende ich jeden Tag. Hier drin befindet sich meine Kamera-Haupteinheit mit der Sony Alpha 7 Mark III. Das ist die Kamera, die jetzt gerade dieses Video aufzeichnet, mit dem entsprechenden Objektiv, Ton und weiterem Zubehör. Ab und zu kriegt man hier noch mal ein bisschen Zusatzessen rein. Das ist schon mal ganz gut. Essen mag ich ja. Hier ist meine DJI Mavic 2 Zoom Drohne, die Fernbedienung von der Drohne und noch mal 2 Zusatzakkus verstaut. Also richtig viel. Mit dieser Tasche mache ich eigentlich 99% meiner gesamten Produktion auch noch in den kommenden Jahren.
Übrigens, damit die Kamera und die Drohne auch mal schnell rausgenommen werden können, habe ich hier von PackSafe so eine kleine Tasche. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Passt da optimal rein. Und auf der anderen Seite habe ich ebenfalls Equipment, einfach redundant zum Absichern, aber eben auch mit anderer Brennweite. Wenn ich also schnell zum Beispiel in weiter Ferne ein Tier aufnehmen möchte, dann nehme ich mir hier in der gleichen Tasche verpackt meine Sony Alpha 6500 mit einem großen Sony 70-300 mm Objektiv. Durch den Crop-Faktor des Sensors ist dann die Brennweite nämlich 450 mm. Aber zum Thema Foto und Video kommt ja nochmal ein ganz anderer Beitrag. Ich habe hier noch einen Duallader für 2x GoPro-Akkus zum Aufladen, noch ein weiteres USB-C-Kabel, man kann ja nie genug Kabel haben, ein kleines Täschchen, was ich aufklappen kann, und in diesem Täschchen befinden sich dann SD-Speicherkarten und Adapter, ein Leatherman, ein ganz tolles Schweizer Taschenmesser mit Gravur, ein Talisman aus Thailand, Notfallmedizin und viele weitere tolle Talismänner, die ich einfach von euch, tolle Community, vielen, vielen Dank, als Geschenk zu meiner Abreise bekommen habe. Ich habe hier auch noch einen ganz konventionellen Batterielader, mit dem ich meine 4 Batterien vom Satellitenmessenger aufladen kann, und ein kleines Notizbuch, was ich für unterwegs von meiner Schwester geschenkt bekommen habe. All das passt hier in die Top-Tasche rein. Ich mache die mal wieder zu, damit ich euch dann den Inhalt des Koffers noch zeigen kann. Denn der Inhalt des Koffers ist für mich nicht immer super wichtig. Das sind jetzt also Kleidungsgegenstände und anderes Zubehör, was ich nicht unbedingt jeden Tag brauche. Hier drin befindet sich auch natürlich in der passenden Innentasche eine Jacke, ein 4. blauer Beutel, 3 davon hier hinten im Topcase, einer im seitlichen Koffer für Wäsche. Wenn es richtig kalt wird, habe ich eine schöne warme Baumwollmütze und auch nochmal dünne Innenhandschuhe für die wasserdichten warmen Handschuhe, wenn es hart auf hart kommt. Darunter befindet sich noch eine Regenjacke, habe ich bisher eigentlich fast nie gebraucht. Nochmal ein zweites Kabeltäschchen, was man jetzt nicht unbedingt zwingend bräuchte. Ganz ehrlich, ich dachte einfach, man muss so viel mitnehmen. Man muss gar nicht so viel mitnehmen. Dann nochmal ein Schutzglas für mein iPhone. Das war ganz gut, denn mein bisheriges Schutzglas ist auf der Reise mal einmal ein bisschen kaputt gegangen und somit konnte ich dann unterwegs wechseln. Hier ist noch so ein Hardcase. Da drin ist ein Haarschneider für ein Bart, noch so eine GoPro-Halterung für die Kugelflex-Elemente. Hier nochmal ein größeres Kunststoff-Case für GoPro-Zubehör, das heißt Stirnhalterung, Brusthalterung und auch Medizin oder Sachen wie Autan gegen Mücken. Die Sachen in diesem Koffer habe ich so gut wie nie verwendet, bis auf die blaue Jacke. Die habe ich nämlich beim Fahren noch gerne mal unter dieser Jacke angezogen, wenn es zu kalt wurde. Mehr dazu aber dann im Klamotten-Special. Auch hier habe ich im Deckel eine Zusatztasche, und in dieser Tasche habe ich noch mal ein paar Visitenkarten von mir und ein USB-Studio-Mikrofon, mit dem ich unterwegs auch meine Videos vertonen kann. Ein kleiner Exkurs zum Technikteil, einfach weil es auch so ein bisschen zum Gepäck, zum Daily Use dazugehört. Ich habe hier am Lenkrad ein 2-Wege-Messenger, ein Satellitenkommunikationssystem, ein GPS-Navigationsgerät und mein Handy mit Halterung direkt daneben. Das Ganze ist immer mit Strom verbunden, wenn dann der Akku mal ein bisschen Energie benötigt. Dazu aber dann wirklich im Technikteil mehr. Es gibt auch Gegenstände, die sieht man nicht direkt in ihrer Verpackung oder die kann ich euch aufgrund technischer Natur gerade einfach nicht zeigen. Wie zum Beispiel das Stativ, auf dem hier gerade die Kamera steht. Das kommt aber auf jeden Fall auch im Foto-Video-Teil dieser Vorstellungsserie vor. Und dann haben wir noch das, was am Körper ist. Hier zum Beispiel habe ich eine Tasche, da tue ich immer meine Sturmhaube rein. Ja, ich fahre immer mit Sturmhaube und ich habe auch immer ein Halstuch an, selbst bei wärmeren Temperaturen. Übrigens habe ich das Halstuch und die Sturmhaube vielleicht 2-mal gereinigt auf der gesamten Reise.
Ich habe noch voll viel Ersatz dabei, habe ich alles nicht gebraucht. Hier am Ärmel in dieser kleinen wasserdichten Tasche habe ich noch den Spot Gen 3 verstaut. Mein Satellitenmessenger, der immer meine Position für alle Premium-Abonnenten auf meiner Homepage teilt. Und den ich auch im Fall der Fälle mit einem SOS-Button ausgestattet nutzen kann, wenn es mal hart auf hart kommt und ich wirklich irgendwo liege, fern vom Bike, wo ich auch nochmal 2 SOS-Knöpfe habe, um Hilfe zu rufen. Das Teil ist immer aktiviert und ich schaue, dass ich es circa einmal die Woche auch wieder auflade. Das Gerät erkennt übrigens automatisch, wenn die Jacke längere Zeit nicht bewegt wurde und stellt sich in einen Standby-Modus. Also einmal die Woche aufladen reicht völlig. In der Jacke selbst habe ich immer das Portemonnaie zum Herzen und den Fahrzeugschein auf der rechten Seite mit grüner Versicherungskarte. Da gibt es schöne Innentaschen drin. Und hinten ist nochmal eine 2 Liter Trinkblase drin, deswegen auch der Schlauch. Aber auch dazu mehr im Klamottenvideo. Ich nehme meinen Geldbeutel einmal aus der Brustinnentasche, denn ich mag große Geldbeutel für Visitenkarten, für Quittungen, für die ganzen Karten, die man so braucht. Und wenn ich natürlich irgendwo durch die Stadt laufe, irgendetwas besichtige und diese Jacke nicht immer anhabe, dann muss ich dieses große Ding ja irgendwo unterbringen. Ein Trick, den ich mega cool finde, ist der Lüftungsschlitz an dieser Hose. Das bedeutet, ich tue das Portemonnaie in die Lüftung. Dadurch, dass bei dieser Hose die Lüftung bis zum Knöchel runtergeht, rutscht das Portemonnaie bis hier unten rein. Keiner sieht also irgendwo eine Ausbeulung hier hinten oder seitlich an irgendwelchen Taschen und niemand würde vermuten, dass ich hier unten am Schienbein oder, wenn ich nicht solche hohen Stiefel anhabe, auch noch weiter unten trage. Finde ich mega praktisch, habe ich nirgendwo bisher gesehen oder gehört. Ist mir einfach mal durch Zufall gekommen, das auszuprobieren und hat sich mega bewährt. Ich kann also meine Hosen vollpacken mit Kleinzubehör, ohne dass es mich großartig stört, und ich habe es immer sofort wieder griffbereit und einigermaßen sicher verstaut. Ich hoffe, euch einen ersten Eindruck über so das Projekt Walle on Tour Around the World vermittelt zu haben, dass ihr besser versteht, was hat der Typ eigentlich dabei, was braucht er eigentlich davon, weil so viel braucht man gar nicht. Und wenn man jetzt berücksichtigt, dass ich nur ganz wenig Wäsche zum Reinigen habe und ich nur ganz selten unterwegs mal meine Klamotten gewaschen habe, dann könnt ihr euch vorstellen, dass ich gute Kleidung auch lange anziehen kann. Ja, natürlich duftet man dann ein bisschen, aber beim Fahren merkt man das gar nicht so sehr und zum Glück kann man mit den Füßen nicht riechen. Aber dazu dann auch in einem weiteren Klamottenvideo, wo ich mein ganzes Equipment der Kleidung vorstelle, zu einem späteren Zeitpunkt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr lasst mir einen Daumen nach oben da. Klickt auch den Abonnieren-Button und aktiviert die kleine Glocke dahinter, denn dann verpasst ihr nie wieder ein neues Video von mir. Gerne freue ich mich auf euren Kommentar und vielleicht habt ihr Lust, euch andere Videos in meinem Kanal anzuschauen. Ich sage bis bald, euer Walle.